Im Mai dieses Jahres gingen dramatische Bilder um die Welt. Das Schweizer Bergdorf Platten wurde von einer Lawine aus Geröll und Eis zerstört. Wassermassen, ganze Bäume, Schlamm und Schutt. Immer häufiger und immer heftiger bekommen Menschen auch die Folgen extremer Wetterereignisse zu spüren. Aber wie wirken sie sich genau auf die Alpen aus? Und womit müssen Alpenorte rechnen? Forscher versuchen dem auf den Grund zu gehen. Die Murgänge nehmen in den letzten Jahrzehnten massiv zu und wir haben jetzt fast die 10-fache Aktivität, die wir in den letzten 4000 Jahren hatten. Gerade Bergbewohner müssen sich damit auseinandersetzen, dass ihre Existenz bedroht ist. Die Gemeinden in den Bergen müssen damit anfangen, gute Beispiele für nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Wir müssen uns für eine Zukunft rüsten, die mit der Gegenwart nichts mehr zu tun hat. Immer teurere und massivere Schutzbauten werden errichtet. Doch reicht das aus? Das ist die Vorsorge, die wir treffen können. Aber letztendlich wird die Natur immer stärker sein. Was ist also zu tun gegen die immer größere Gefahr? Unterwegs mit Horst Hofmann vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim. Er ist dabei, eine neuartige Schutzvorrichtung zu bauen. Das Gelände, auf dem sie entstehen soll, ist nur schwer zu erreichen. Es liegt abgelegen in den Bergen bei Garmisch-Partenkirchen. Die Schwierigkeit bei dem Weg ist, dass wir halt uns in einem sehr unstabilen Gelände bewegen. Und die Hänge sind natürlich auch entsprechend steil und dementsprechend kommt dann immer wieder Material runter. Die Forststraße folgt der wilden Schlucht des Ferchenbachs mit Erdrutschen auf beiden Seiten. Nur dieser Weg führt zum Ort für den Schutzbau. Um überhaupt mit schweren Fahrzeugen durchzukommen, mussten sie zunächst die Straße befestigen. An einer Stelle ist die Stützkonstruktion über 10 Meter hoch. Das da, ja, das hält auf alle Fälle. Also das ist ja wie ein Autobahnverbauer, kann man sagen. Ja. Ich meine, es kann immer natürlich sein, wenn der Hang einmal noch mal kommt, dass es was drüber schiebt, aber so leicht die Stelle ist also ziemlich sicher. Hier war es schon einmal zu einem Unwetterereignis gekommen. Der alte Weg ins Tal wurde damals vollkommen zerstört. So hat das einmal ausgeschaut da. Also die Straße war eigentlich komplett weg und man hat den Weg erst wieder eigentlich komplett neu aufbauen müssen an der Stelle. So erreichen sie die Gefahrenstelle, um die es eigentlich geht. Mit schwerem Gerät haben sie damit angefangen, ein paralleles zweites Bachbett anzulegen. Es wird in ein großes Auffangbecken münden, das im Falle einer erneuten Sturzflut Bäume und Felstrümmer auffangen soll. Bauzeit für den Rechen 1 Jahr. Kostenpunkt rund 3 Millionen Euro. Wie wichtig die künftige Sperre ist, zeigt sich ein kurzes Stück weiter unten. Hier beginnt die Felsschlucht der berühmten Partnachklamm, eine der wichtigsten Touristenattraktionen der Region. 2018 erweist sich die Klamm als Flaschenhals. Bei einem schweren Unwetter wird sie von Holz, Geröll und Schutt verstopft, bis sie schließlich die Fluten ihre Bahn in den Ort brechen. Ein Mensch ist damals ums Leben gekommen. Getroffen hat es auch das Sägewerk der Familie Baudrechsel. Die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, Elisabeth Koch, schaut regelmäßig bei den Baudrechsels vorbei. Sie hat das Ereignis damals miterlebt. Natur, die Gewalt, das ist unglaublich. Seither haben Einwohner und auch die Bürgermeisterin dafür gekämpft, dass etwas gegen die Gefahr unternommen wird. Bewohner wie Josef Baudrechsel waren es immer gewohnt, den Gebirgsfluss mit ihren Anlagen zu regulieren. Aber als damals das Unwetter hereinbrach, ging gar nichts mehr. Da ist ein Bahnstein dahergekommen und schick. Da ich mir, was ist denn da los? Bist du machtlos? Machtlos. Ah, das war schon Drama, das sage ich schon gleich. Alles, die ganzen Maschinen, alles. Da stehst du da, normal müsst du sagen, aufhören. Ich war da herum, da. Und das ist da hinten, wo die Schleißen denn ist. Gell?
Die Ereignisse, das sehen wir da, wir spüren es, wir sehen es. Diese Starkregenereignisse, die punktuell neifahren bei uns, die werden immer mehr und verursachen immer mehr Schäden. Da sind wir diesen Starkregenereignissen total ausgesetzt. Da Sicherheit zu schaffen, so gut wie es geht, das ist ein Schwerpunkt meiner Amtszeit, muss ich ganz klar sagen. Auch wenn man es vielleicht im Ort nicht so sieht, weil die Klamm ist ja da hinten, da muss man erst der Klamm durch. Das kriegt man halt hautnah mit und man spürt auch, wie das den Leuten, sage ich mal, wie das denen brennt, ja, und was da alles zu Schaden gekommen ist. Das kriegt man natürlich mit. Ja. Also da sind auch Emotionen dabei. Also es ist nicht nur reine Technik, was wir machen, sondern wir haben auch oft mit Emotionen zu tun. Besondere Emotionen bewegen heute auch die Einwohner im italienischen Cogne. Es ist der Tag des Almabtriebs, der wichtigste Festtag im Ort, im Herbst 2024. Diesmal erleben ihn alle noch viel intensiver, denn das farbenprächtige Fest ist ein erstes Aufatmen. Nur 3 Monate ist es her, dass das Gebiet von Schlammlawinen verwüstet wurde. Cogne war von der Außenwelt abgeschnitten, weil auch die Straße ins Tal weggerissen wurde. Der Moderator des Fests ist Giuseppe Cutano. Er ist im 1300 Einwohnerort am Rande des Nationalparks Gran Paradiso, der vom Wander- und Naturtourismus lebt, einer der engagierten Bürger. Giuseppe Cutano ist auch für den Zivilschutz zuständig. Zu diesem Zeitpunkt sind die Straßen gerade notdürftig wiederhergestellt. Sie waren durch das Unwetter vollkommen zerstört worden. Es waren ca. 100 mm Niederschlag in ein paar Stunden. Hier an der Stelle erreichen wir jetzt die Wasserversorgung. 4 Wochen war der gesamte Ort von der Außenwelt abgeschnitten. Hunderte Einwohner und Touristen wurden damals mit Hubschraubern evakuiert. Allein 30 Millionen Euro Schaden sind an öffentlichen Einrichtungen entstanden. Gerade arbeiten sie daran, die zerstörte Wasserversorgung neu aufzubauen. Als Zivilschutzbeauftragter ist Giuseppe Cutano eingebunden in die Planungen. Die bisherige Leitung hatte 100 Jahre lang gehalten. Mir kommt es hier immer vor, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Der Krater, den die Flut hinterlassen hat, ist riesig und zeigt das Ausmaß der Zerstörung. Das Flussbett hat sich verbreitert. Ja, hier war ein Wald und eine Langlaufloipe. Es gab Wald, der wurde vollständig vom Wasser weggespült. Die Langlaufloipe führte da vor dem Haus entlang. Der frühere Verlauf der Wasserleitung am Rand des Bachbetts ist umgewühlt. Nur völlig behelfsmäßig haben sie die lebenswichtige Versorgung wieder in Betrieb genommen. An der gleichen Stelle wollen sie nicht mehr aufbauen, sondern das ganze System an eine neue Stelle versetzen. Wir sehen darin eine Gelegenheit, alles komplett neu zu machen und weniger in die Natur einzugreifen. Die Überreste bauen wir ab. Und da die Leitungen nun weiter vom Flussbett entfernt sind, wird es sicherer. So soll die Wasserversorgung aus dem Gefahrenbereich der Geröll- und Schuttströme von den umliegenden Bergen genommen werden. Aber noch lange werden die Wirkungen der Naturgewalt im Tal sichtbar bleiben. Auch Nathalie Fattore lebt hier, mit ihrem Hotel inmitten der Berge. Die gebürtige Schweizerin hat vor langem in die alteingesessene Familie und den Betrieb eingeheiratet. Es sind schon 25 Jahre, dass ich hier bin. So, ja, das ist zu Hause jetzt. Meine Eltern sind noch in der Schweiz, aber ich würde nicht mehr zurückgehen. Jetzt bleibe ich hier.
Das Hotel La Barme ist ein für die Gegend typisches Gebäude aus Stein und Holz mit 20 Zimmern. Ein Familienbetrieb, in dem auch die erwachsenen Kinder wie Claire mithelfen. Den Tag vor 3 Monaten werden Nathalie Fattore und ihre Schwägerin Silvia nicht vergessen, als aus heiterem Himmel das Unwetter losbrach und sich der Berg über ihren Köpfen in Bewegung setzte. Auf einmal ist wirklich viel Wasser und Schlamm wirklich runtergekommen. Dann auch Schlamm ist auf die Fenster gekommen. Und da waren wir ein bisschen erschreckt. Also wir haben sofort unsere Gäste gerufen. Wir haben gesagt, alle oben im 1. Stock. Warten Sie hier. Um Haaresbreite sind sie damals davongekommen. Ein an das Hotel angebauter alter Stall hat den Schutzstrom vom Berg wie ein Damm abgelenkt. Dieses Haus hat uns geschützt, sonst wäre es im Hotel reingekommen, sicherlich. Tutto il materiale instabile che c'era presente. All das lockere Material, das oben herumlag, ist mitgerissen worden. Es lagerte sich hier als Gemisch aus Schlamm, Wasser und Steinen ab. Und wir waren drinnen und konnten nichts tun. Jetzt, wenn es stark regnet, ja, wir denken immer, ob, was ist los, was wird passieren. Wir schauen oben und die Zeit wechselt auch und es regnet auch viel stärker, denke ich, als vorher. Also es hat ein halbes Tag geregnet bis am Abend und das war genug, um so was zu machen. Das war unglaublich. Konje ist mit seinen Weilern über Jahrhunderte im Einklang mit der Natur gewachsen. Die Bewohner achten besonders darauf, den Charakter des Ortes zu bewahren, der als Tor zum Nationalpark Gran Paradiso gilt. Zurück in Oberbayern. In Peißenberg ist Horst Hofmann, der Ingenieur vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim, aufgewachsen. Gewässer wie den Michelsbach kennt er seit seiner Kindheit, so wie sein Kollege Gerald Müller, der hier zuständig ist. Der unscheinbare Bach ist typisch für 100 andere in Bayerns Bergen. Die letzten Wochen waren halt extrem trocken. Es ist erstaunlich, dass der Bach überhaupt noch Wasser hat. Aber das ist halt wirklich ein typischer Wildbach. Also der kann mal gar kein Wasser haben. Und dann innerhalb kürzester Zeit haben wir da ein Hochwasser. Ja. Genau das hat Horst Hofmann hier schon erlebt, im Jahr 2016. Da hat der Bach sein anderes Gesicht gezeigt, als sich ein Unwetter über den Berg entladen hat und auch dieser Bach zur Sturzflut wurde. Mit Schwellen und Stützmauern und einem Auffangbecken über dem Ort wurde der idyllische und damals unverbaute Bach seiner Kindheit unter der Leitung seines Kollegen Gerald Müller Stück für Stück abgesichert. Da haben wir einen der Seitengräben, die auch immer ganz gut Geschiebe bringen, weil sie viele Erosionsflächen haben und die Böschungen immer wieder nachgeben. Ja, das sieht man. Aus meiner Jugendzeit sind wir immer gern den Bach hochgegangen Richtung Hohenpeißenberg, damals mit Pfeil und Bogen. Und es war einfach eine spannende, urige Gegend. Der Bach war damals total zugewachsen. Man hat es gesehen, 2016, dass der Bach tatsächlich als Wildbach wirkt, mit den entsprechenden Naturgefahren. Und aus meiner Erfahrung aus Garmisch kann ich nur sagen, ja, es ist absolut notwendig, dass der Bach mit den entsprechenden Bauwerken verbaut wird. Alles für den Fall, dass sich wieder ein extremes Unwetter über dem Peißenberg entlädt. Denn gerade hier, in den Alpen, lassen sich die Wetterlagen äußerst schwer vorhersagen.
Diesem Phänomen widmet sich der Augsburger Professor und Klimaforscher Harald Kunstmann. Nicht weit entfernt vom Michelsbach betreibt das Karlsruher Institut für Technologie ein ausgedehntes Messfeld. Von hier bekommt er alle Daten zu kosmischer Strahlung, Temperatur und Wasserhaushalt im Boden und in der Luft. So kann er beobachten, wie sich die Wetterlagen verändern und die Ergebnisse wissenschaftlich auswerten. Wir haben das physikalische Verständnis, warum es mit der globalen Erwärmung zu immer stärkeren, letztlich auch häufigeren Starkniederschlägen kommen muss. Wir verstehen es von der Physik, wir sehen es auch an der Analyse von Zeitreihen in der Vergangenheit und wir sehen es aber auch mit unseren Computersimulationen, wo wir versuchen, in die Zukunft zu schauen. Gerade in den Alpen, wo Berge und Täler eng beieinander liegen, können sich Extremwetter schnell auf ganz andere Gebiete auswirken. Schon kleine Abweichungen können zu großen Konsequenzen führen. Neben dem baulichen Schutz plädiert der Klimaforscher daher für mehr Spielraum für die natürlichen Ereignisse. Umso wichtiger ist es, dass man sozusagen in der aktuellen Planung, in der aktuellen Bebauung noch weit konsequenter als bisher diese sich nun auch nochmals verändernden Risiken, diese zunehmenden Risiken sich bewusst macht und viel vorsichtiger, gerade auch was neue Bebauungen angeht, letztlich sich auch entscheidet. Weil in dem Moment, wo etwas bebaut ist, dann ist es natürlich sehr schwer und nochmals teuer, nachträglich für besseren Schutz zu sorgen. Nicht weit entfernt befindet sich die Baustelle des Auffangbeckens oberhalb der Partnachklamm. Jahrelang haben sie nach dem geeigneten Platz und der bestmöglichen Konstruktion gesucht. Diese Art des Rechens gibt es bis jetzt noch nicht bei uns in der Alpenregion in Bayern. Deswegen haben wir da auch Versuche machen lassen. Wir haben an der BOKU Wien einen Modellversuch aufbauen lassen. Insgesamt sind, glaube ich, 89 verschiedene Rechenläufe gemacht worden, Modellläufe, bis man die Form herausgefunden hat, wo am besten wirkt. Die Idee ist, dass beim Hochwasser das Treibzeug dann in diesen Auffangraum geschwemmt wird. So soll eine nochmalige Verstopfung in der darunterliegenden Engstelle der Partnachklamm vermieden werden. Doch sie setzen nicht nur auf Schutzbauten. Die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen hat auch die Technische Universität München dazugeholt. An den Abrissstellen der Schlucht installiert ein Team um den Münchner Geologen Michael Krautblatter ein neuartiges Frühwarnsystem. Lasergeräte sollen künftig signalisieren, wenn die steilen Hänge am Schluchtrand ins Rutschen geraten und dadurch die gefährliche Sturzflut aus Schlamm, Geröll und Wasser erzeugen. Wenn die Rutschung auf uns zukommt, dann würde der Laser den Abstand messen und er würde eine Warnung auslösen. Das läuft über das normale Handynetz. Das heißt, wir kriegen dann eine SMS, in der steht, dieser Wert hat sich verändert. Und dann können wir uns absprechen hier mit den Zuständigen für die Partnachklamm und sagen, hat angefangen 6-7 cm zu schieben an dem Tag. Der Laserstrahl vermisst den Hang punktgenau und so kann die Anlage jede Veränderung registrieren. Das ist jetzt noch die Neigung vom Sensor. Also man sieht hier die Einbau und man sieht jetzt, dass man konstant ist, also er überträgt. Das heißt, wir haben das Signal schon. Die neue Technik soll die Einsatzkräfte vorwarnen und aufwendige Baumaßnahmen überflüssig machen. Ja, wir haben tatsächlich auch schon mal überlegt, ob man den Bach verbaut. Aber wir haben halt Sorge, dass wir halt dann nicht mehr fertig werden mit der Unterhaltungsarbeit. Und da so gesehen ist das vielleicht der ökonomischere Weg, wenn man das beobachtet. Wenn man vielleicht noch Vorsorge trifft, dass man vielleicht jetzt an der Stelle schaut, ob man da vielleicht eine Baggerzufahrt macht. Wenn halt wirklich so ein Ereignis dann kommt, dass man dann schnell reagieren kann. Bislang mussten wir teilweise hier bei jedem Unwetter herfahren. Wir wussten auch nicht, ob die Straße noch vorhanden ist. Wenn man dann die technische Überwachung hat, ist es erstens mal schneller, besser und auch für die Mitarbeiter, die das machen müssen, sicherer. So wird hier der Schutz vor extremen Naturereignissen neu entwickelt und geht über die gewohnte Strategie baulicher Schutzmaßnahmen hinaus.
Also wir wollen ja die Alpen auch nicht als komplett verbautes Gebäude erleben, sondern wir wollen die Alpen in der wilden Natur erleben. Und das, was wir jetzt machen, trotzdem wird der Sicherheitsanspruch ja immer höher. Also Leute haben immer mehr Sicherheitsanspruch und die einzige Art, wie wir damit umgehen können zurzeit, sind eigentlich Frühwarnsysteme. Und ich glaube, da brauchen wir gerade eine schnelle Lernkurve, dass wir wirklich die Prozesse, die auch schwierig zu verstehen sind, auch monitoren können. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass Vorwarnzeiten manchmal nur 2-3 Tage sind. Eingebettet in die Ammergauer Alpen liegt der Plansee. Für den Geologieprofessor Michael Krautplatter ist er das ideale Freiluftlabor, wenn es darum geht, über Muren zu forschen. Bepackt mit Kabeltrommeln, einem Bündel Sensoren, Computerkoffer und einem Vorschlaghammer steigt er mit 2 Mitarbeitern den Berg hinauf. Neben ihnen zieht ein gewaltiger grauer Schuttstrom zum See. Dieser Ablagerung will er buchstäblich auf den Grund gehen. Wie alt ist der Murgang? Also dieser Murkegel, der wird seit 14.000 Jahren bestückt. Seit 14.000 Jahren ist der Gletscher weg. Und in der Zeit haben sich diese riesen Murkegel gebildet. Und der große Vorteil hier ist, dass von dem Murkegel ist nichts verloren, weil der geht unten in den See. Das heißt, wir wissen, wie viel ist in den letzten 14.000 Jahren gekommen. Und dann können wir es vergleichen mit, was ist in den letzten 50, 60 Jahren gekommen. Ja. Jetzt legen sie entlang der Mure auf 80 Metern die Kabel aus. Alle 4 Meter stecken sie Sensoren in den Boden. Caroline Kiefer schreibt darüber ihre Doktorarbeit. Bis zu 20 Meter in diesem Fall kann man reinschauen in den Untergrund. Und die seismischen Wellen, die wir nachher mit dem Hammer produzieren werden, die werden reflektiert an Schichtgrenzen oder wenn es einen Übergang gibt von locker bis Festgestein. Und dann kann man ein Bild vom Untergrund daraus ziehen. Diese Forschungsmethode nennt sich Hammerschlagseismik. Okay, also ihr müsstet jetzt zwischen Geophon 3 und 4 stehen, ist das richtig? Okay, der Trigger ist eingeschaltet, du kannst schlagen. 1, 2, 3, alle da, wir können zum nächsten Punkt. Das Team setzt die Messungen über mehrere 100 Meter fort. Die daraus gewonnenen Daten werden sie mit der Schichtung der Bohrkerne vergleichen, die Michael Krautplatter schon früher aus dem im See aufgehäuften Schutt gezogen hat. Wir haben Bohrkerne genommen im tiefsten Punkt vom Plansee, das ist 70 Meter tief der See, aber auch bis zum Murkegel raus. Und wir sehen diese feinen Schotterlagen, die die Murgänge sind, seit 4000 Jahren. Und da können wir sagen, dass bis 1920 oder so eigentlich 0,1 mm pro Jahr dazu kam. Und jetzt kommt das 10-fache an Murfracht rein. Denn wie die Grafik zeigt, hat sich sowohl die Aktivität, also die Frequenz der Murgänge, stark erhöht, wie auch die Menge der Fracht, die sie mitschiebt. Hauptursache: die Wetterveränderung. Die Niederschläge nehmen zu, die haben seit den 80ern um 20% zugenommen und das passt sich auch durch in der Erosionskraft auf den verschiedenen Kegeln. Für die Berge um den Plansee ergibt sich so ein eindeutiges Bild. Besonders seit dem Ende des 20. Jahrhunderts treten immer mehr Murenabgänge auf. Als treibende Kraft sieht die Forschergruppe den Klimawandel, der für mehr Starkregen und für mehr Erosion verantwortlich ist. In größeren Höhen kommt aber noch ein weiterer Faktor ins Spiel. Im Fall der gigantischen Gerölllawine von Blatten in der Schweiz ist dies das durch die Temperaturerwärmung bedingte Schmelzen des Permafrosts, der wie ein Kitt im Gestein funktioniert. In der Schweiz, mit höheren Bergen, tiefer eingeschnittenen Tälern und einem insgesamt extremeren Profil, ist die Frage nach den möglichen Schutzmaßnahmen schon Jahre früher gestellt worden. Unterwegs mit Bergführer Alex Schleppi über dem Ort Guttannen an der Grimselpassstraße. Guttannen liegt nur etwa 40 Kilometer Luftlinie von Blatten entfernt. Hier betreut er ein bereits bewährtes Frühwarnsystem, das vor allem die Hauptstraße vor gefährlichen Schuttlawinen schützen soll. Alex Schleppi legt seine alpine Sicherheitsausrüstung an.
weil er das Warnsystem in der Bergflanke regelmäßig auf seine einwandfreie Funktion überprüfen muss. Als Bergführer kennt er sich bestens aus mit alpinen Naturgefahren. Ein Seil und dazu eine Reißleine sind über den gewaltigen Schuttgraben gespannt, der vom Berg ins Tal hinunterführt. Eine andauernde Gefahrenquelle. Es ist schwer einzuschätzen, wie viel Material von oben kommen kann. Das System ist so einfach wie praktisch. Wenn der 1 Meter über dem Boden hängende Stein von einer Schuttlawine mitgezogen wird, zieht er die Reißleine und löst einen Alarm aus. Daraufhin wird die Straße automatisch gesperrt. Bürgermeister und Einsatzkräfte erhalten eine Warnmeldung. Und dann greift ihr Notfallplan. Die Funktionsprüfung war erfolgreich. Jetzt ist das System scharf gestellt. Ich denke, das ist der richtige Umgang mit dieser Gefährdung hier, dass man das mit dieser Anlage eigentlich im Moment vom Ereignis im Griff hat. Und dann nachher muss man das Ereignis analysieren, schauen, wie viel Material ist gekommen, wie sieht es jetzt unten aus. Denn immer mehr Geröll bedroht auch Häuser im Tal. Jedes Mal, wenn eine neue Mure abgeht, müssen Fachleute daher die Risiken neu bewerten. Einwohner wie der Bürgermeister Werner Schleppi in seiner Schreinerei sind es gewohnt, mit der Natur zu leben. Trotzdem stehen sie hier vor schwierigen Aufgaben. Nach der letzten Begutachtung musste der Gemeindechef die Entscheidung umsetzen, dass 2 Häuser in der Gemeinde von ihren Bewohnern aufgegeben werden. Das sind natürlich dann schon einschneidende Themen. Das sind Leute, die sind auch da aufgewachsen, eigentlich das Leben lang da, sind 300-jährige Häuser, oder? Da ist vorher nie irgendwas passiert. Und ja, das ist dann, sind dann schwierige Diskussionen. Ja. In beiden Fällen wären die Kosten, um die Gebäude zu schützen, unverhältnismäßig hoch gewesen. Die Bewohner mussten umziehen. Von der Versicherung wird das als Totalschaden gewertet. Hier macht die Zivilisation den Naturgefahren Platz. Die ganzen Veränderungen mit dem Klimawandel, mit der Erwärmung, mit dem Auftauen vom Permafrost, das ist für uns ein Prozess und Dimensionen, die wir nicht gekannt haben. Oder da sind wir am Lernen, mit dem umzugehen. Auch in Italien beschäftigen sie sich mit dem, was in den Bergen über ihren Köpfen geschieht. Natalie und ihre Schwägerin Silvia wollen von Giuseppe Cutano, dem Zivilschutzbeauftragten, wissen, wie das Hotel und die Nachbargebäude nach den Ereignissen vom Juni 2024 geschützt werden sollen. Durch die Überreste der gewaltigen Schlammlawine erreichen sie einen provisorisch hergestellten Schutzwall. Ob der aber ausreichen wird, ist fraglich. Jetzt müssen wir abschätzen, wie viel da oben liegt, und dann müssen wir diesen Wall erhöhen, sodass er das ganze Material aushält, das herabstürzen kann. Hier kann die Natur tun, was sie will. Und wir müssen uns anpassen und sie respektieren. Aber gleichzeitig die Menschenleben schützen. Wenn wir hier leben wollen, dann brauchen wir Schutzbauten. Manchmal sowas passiert, aber es könnte auch irgendwo anders passieren. So, hoffentlich ist es wirklich nur einmal und nicht so stark. Es ist wichtig, dass die Berge bewohnt bleiben. Denn der Berg lebt, wenn die Menschen dort nachhaltig leben. Das hier ist ein Vorposten des Klimawandels. Hier ist es einfacher, die Auswirkungen zu sehen, als in der Stadt. Das ist wie ein Labor unter freiem Himmel. Wir müssen also die Natur beobachten, verstehen und dann handeln.
So wie hier treffen die schweren Auswirkungen des Klimawandels die meisten Menschen noch eher unvorbereitet. Sie müssen sich die neue Gefährdung erst einmal klarmachen. Giuseppe Cutano ist vom Bürgermeister gerufen worden. Die Gemeinde hat eine Spezialfirma beauftragt, Szenarien zu modellieren, die bei extremen Unwettern in Cogne auftreten können. Gerade sind die Simulationen eingetroffen, die Franco Allera jetzt seinem Zivilschützer und Klimaschutzbeauftragten vorführen will. Mithilfe dieser Simulationen will die Gemeinde beschließen, was zu tun ist. Stand heute ist es wichtig, die Kraft des Wassers zu verstehen. Aber genauso, was der Wildbach an festem Material aus den Schutzströmen mitreißt. Was wir wieder aufbauen, muss mit mehr Rücksicht auf die Umwelt geschehen. Wir müssen mehr Platz lassen, denn dieser Wildbach ist speziell. Er lagert viel ab und braucht Raum, dass er seine Strömungen ändern kann, ohne auf Bauhindernisse zu treffen. In den Bergen über Garmisch-Partenkirchen macht unterdessen der Bau des großen Auffangbeckens Fortschritte. Schritt für Schritt nimmt der Rechen Gestalt an. Horst Hofmann beobachtet gespannt, wie es im schwierigen Terrain vorangeht. Servus. Und es läuft ganz gut, oder? Geht ganz gut. Ja. Die Tücken solch einer neuartigen Konstruktion zeigen sich erst, wenn die Pläne dann wirklich umgesetzt werden. Am Anfang hat es ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, weil halt das Material zum Bohren schlecht ist. Die bohren lieber im Felsen, als wie jetzt, sage ich mal, in so einem weichen Mergel. Aber das flutscht jetzt eigentlich super. Ja. Das Auffangbecken wird genauso ins alpine Gelände platziert, wie es geplant wurde. Jeden Tag kommen hier Touristen vorbei, wenn sie auf ihrer Wanderung durch die Partnachklamm aufgestiegen sind. Wenn es für die Sicherheit der Leute weiter unten ist, ist es eine gute Sache. Wir müssen mit dem Klimawandel umgehen, der ist eine Tatsache. Tja, jetzt wird es schwierig natürlich. Klimawandel ist in aller Munde und ich denke mir mal, was machen die Leute gegen den Klimawandel? Ist es denn notwendig, alles in der Natur so zu zerstören? Ist es notwendig oder gibt es nicht andere Maßnahmen? Ich denke halt immer, wenn ich hier durchgehe, an die Wasseramseln, die hier brüten und so. Das kommt halt alles ins Ungleichgewicht. Man muss sich ja vorstellen, die Saison rennen 1,5 Millionen Besucher da vorbei. Also so gesehen ist jetzt das relativ unkritisch. Ja. Aber an anderen Stellen haben wir durchaus die Problematik, da wo wir jahrelang mit Naturschutz diskutieren, ob wir da die Bauwerke so bauen dürfen. Wie weit kann und soll der Schutz in den Bergen also gehen? Es gibt keine pauschalen Lösungen. Jedes Mal muss neu abgewogen werden. Für die Betroffenen, wie den Sägewerksbesitzer Josef Baudrechsel jedenfalls, ist die bevorstehende Fertigstellung eine große Erleichterung. Das zeigt sich, als Horst Hofmann das Resultat vorstellt. Das ist die Vorsorge, die wir treffen können. Aber letztendlich wird die Natur immer stärker sein. Irgendwann ist der Rechen überlastet und irgendwann zieht es vielleicht wieder Baum in Klamm. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem große Schutzwirkung erzielen mit dem Bauwerk und dass wir da ein gutes Werk machen, auch für die Sepp da. Für uns einmalig. Ich sag's gleich, wie es ist. Also, Gott sei Dank geschieht jetzt was. Du hast alle ein ungutes Gewissen. Ich denke, hoffentlich weit nichts, wenn der Wetter reinfällt. Hoffentlich weit, weil wir haben ja alles schon mitgemacht. Als Partenkircherin bin ich da geboren und aufgewachsen und sehe, wie sich meine Umwelt verändert. Ich bin eine Bürgermeisterin. Ich muss Verwaltungshandeln täglich vornehmen. Da ist zum Beispiel bei Baugenehmigungen oder bei Bauleitplanung, das ist auch ganz, ganz wichtig, Bauleitplanung. Wie weist man wirklich nur ein neues Baugebiet aus? Unabhängig davon, dass bei uns der Grüngürtel, der da entlang geht, das größte Kapital ist, das wir haben, unsere Natur. Es ist aber ein Siedlungsdruck da, wo die Leute sagen, wir haben keine Wohnungen mehr, wir finden keine Wohnungen mehr.
In diesem Spannungsfeld versucht die Bürgermeisterin mit ihrem Gemeindebaumeister, die Ortsentwicklung zu gestalten. Die Grünflächen sind nicht nur Kulturlandschaft, sondern gleichzeitig natürliche Puffer, wenn die unscheinbaren Gebirgsbäche nach extremen Unwettern über die Ufer treten. An dieser Stelle bilden die Wiesenflächen auch eine potenzielle Rückhaltefläche für Sturzfluten. Wir sind hier ganz begehrt für Geldanlagen und so weiter. Natürlich, wir sehen es ja, wir sehen es jeden Tag. Wir sehen es, wie Bauanträge reinkommen und wer die Bauanträge stellt. Und das tut oft weh, weil ich weiß ganz genau, das werden wieder Eigentumswohnungen. Es werden wieder Zweitwohnungen. Das sollte unser oberstes Gebot sein, hier zu schützen und darauf einzuwirken, dass der Schutz erhalten bleibt, dass das Bewusstsein bei uns, bei den Leuten da ist, dass das schützenswert ist. Weil das, wenn wir hergeben, dann haben wir viel zu viel hergeben. Dann geht's, wenn man bei uns so schön sagt, am Bach runter. Diese Leitlinie wird jetzt auch bei einem Neubauprojekt auf einer Bahnbrache umgesetzt, das von der gemeindeeigenen Stiftung betrieben wird. Ab hier ungefähr, ziemlich weit hinaus, das sind dann Freiflächen. Die werden nicht bebaut, so dass auch im Regenfall oder wenn einmal ein Starkregenereignis kommt, auch hier das Wasser seinen Platz findet. Und auch zwischen den Baukörpern, die hier angesiedelt werden, sind immer wieder Freiflächen. Wir rechnen damit, dass die Starkregenereignisse zunehmen, dass Gefahren zunehmen und danach handeln wir jetzt im Moment. Wenn man jetzt den Ist-Zustand betrachtet und den Planungsstand, schauen wir ganz weit voraus. In Cogne geht der Wiederaufbau voran. Ein knappes Jahr nach dem Unwetter. Der Zivilschutzbeauftragte Giuseppe Cutano ist wieder auf der zerstörten Straße unterwegs. Jetzt sind hier also 11 Monate seit dem Unwetter vergangen. Die Straße ist befahrbar, aber noch nicht asphaltiert. Auch die Loipe ist wiederhergestellt, weil sie für den Wintertourismus für Cogne sehr wichtig ist. Und die neue Pumpstation für die Wasserversorgung ist fertig. Die neue Wasserversorgung funktioniert bereits einwandfrei. 18 Millionen Euro haben sie in Cogne bisher in den Wiederaufbau investieren müssen. Die Gemeinden in den Bergen müssen damit anfangen, gute Beispiele für nachhaltige Entwicklung zu schaffen. Wir müssen uns für eine Zukunft rüsten, die mit der Gegenwart nichts mehr zu tun hat. Wir müssen uns als Gemeinde diesen Naturereignissen entgegenstellen, die immer häufiger auftreten. Schulungen für den Zivilschutz sind wichtig, damit die Leute wissen, wie sie sich im Gefahrenfall verhalten müssen. Und die Infrastruktur müssen wir so wenig verwundbar wie möglich machen. Weiter weg vom Wildbach, so wie es eben das Gelände zulässt. Ein Jahr nach den Zerstörungen sind jetzt auch die Wanderer zurückgekommen zum Urlaub im Nationalpark Gran Paradiso. Viele haben die Bilder vom Juni 2024 noch im Kopf und erleben den Ort jetzt zum ersten Mal wieder in der Realität. Wir haben eine Wanderung gemacht, aber weil das Wasser alles zerstört hat, sind wir eben da gegangen, wo es möglich war. Wir haben nicht so viel Zerstörung erwartet. Alle Wanderwege sind kaputt. Aber es ist besser, zurückzukommen, damit sie auch Einnahmen haben. Und damit sie die Umgebung, diesen wunderschönen Naturplatz, wieder aufleben lassen können. Um diesen Menschen, die so tapfer und engagiert sind, die Hand zu reichen und zu helfen. Trotz der Postkartenlandschaft sorgen sich die Einheimischen, dass die Bilder der Zerstörung womöglich die Touristen abschrecken. Auch wenn sich alle, wie Nathalie Fattore, die größte Mühe geben.
Die Straße ist nicht so gut, auch um Spazierzugänge kommen. Also viele Leute kommen, aber auf der Straße gibt es sehr viel Dust. Vorher war es schöner. Und die müssen noch ziemlich viele Arbeiten machen. Und es wird in Zukunft sicher nicht einfacher werden, glaubt Nathalies Sohn Jean. In Cogne wird es vermutlich weitergehen, weil es sehr touristisch ist. Aber die anderen kleinen Dörfer im Aostatal, sie werden viele Schwierigkeiten bekommen. Das wird hart. Wir können nur hoffen und vor allem etwas verändern. Ihnen allen geht es darum, ihre Heimat zu erhalten. Claire, seine Schwester, sieht dabei nicht nur den Staat und die Behörden in der Pflicht. Es braucht Veränderungen. Kurzfristig zum Beispiel mehr Schutz um uns herum und an den Wildbächen. Und langfristig müssen wir dann versuchen, respektvoller mit der Umwelt umzugehen. Leben geht weiter. Wir müssen weitergehen und wir werden sehen Jahr bei Jahr, wie es geht. Ja, ich denke, es wird besser. Es kann nur besser gehen. Also letztes Jahr war es nicht so schön, aber jetzt immer besser. Die Menschen in den Bergen haben gelernt, mit der Natur zu leben. Was aber, wenn sie, wie in der jüngsten Vergangenheit, immer öfter ihr zerstörerisches Gesicht zeigt? Es wird nötig sein, den Umgang mit den neuen Risiken zu lernen.